Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video einen sehr merkwürdigen Fehler, wie er in unstrukturierten Elektroinstallationen vorkommen kann. Dieser Fehler ist damit natürlich eher in älteren Installationen anzutreffen. Und zwar ist es so, dass es tatsächlich relativ häufig schon vorgekommen ist, dass beim Einschalten eines Durchlauferhitzers Lampen angehen, die mit dem Durchlauferhitzer nichts zu tun haben. Man muss dazu wissen, dass Durchlauferhitzer sich automatisch einschalten, wenn man Wasser laufen lässt. Diese Tatsache und das unstrukturierte Installieren einer Anlage führt nun dazu, dass tatsächlich Lampen zum Beispiel im Flur angehen, wenn in einem anderen Raum der Durchlauferhitzer eingeschaltet wird. Beziehungsweise wenn man Wasser laufen lässt. Lässt man kein Wasser laufen, bleibt die Lampe aus. Ich verlinke an dieser Stelle ein Video, in dem das Ganze gezeigt wird. Ich werde in diesem Video auch auf Sicherheitsaspekte hinweisen, die damit verbunden sind, und auch gegen Ende des Videos Gegenmaßnahmen zeigen, die recht einfach sind, um das Ganze zu verhindern. In diesem Bild sehen wir eine anscheinend unkritische Installation, wie sie in älteren Bauten durchaus häufig vorkommt. Man muss es allerdings tatsächlich als Pfusch auffassen. Obwohl zunächst, wie man das in diesem Bild sieht, die ganze Anlage erstmal vernünftig funktioniert. Der Hauptfehler, der hier gemacht worden ist, dass hinter einer Sicherung, die zu dem Durchlauferhitzer führt, ein weiterer Stromkreis, in diesem Fall für eine Lampe, abgegriffen worden ist. Zunächst aber funktioniert erstmal alles einwandfrei. Der Durchlauferhitzer wird eingeschaltet, wenn ich Wasser laufen lasse, und hat volle Leistung. Die Lampe wird nur dann eingeschaltet werden, wenn dieser Schalter geschlossen ist. Und man kann natürlich auch die Lampe entsprechend wieder ausschalten und sie wird natürlich ordentlich funktionieren. In diesem Bild sehen wir die gleiche Situation noch einmal. Allerdings hat genau diese Sicherung, die die Lampe absichert und auch zum Durchlauferhitzer führt, ausgelöst. Die beiden anderen Sicherungen sind noch intakt. In diesem Fall ist das Ganze auch noch unkritisch, da die Lampe nicht eingeschaltet wurde und somit natürlich auf gar keinen Fall eine Spannung an der Lampe liegen kann und somit die Lampe auf gar keinen Fall leuchten wird. Was aber passiert nun, wenn nach wie vor diese Sicherung ausgelöst hat, die beiden anderen Sicherungen intakt sind und die Lampe eingeschaltet ist? Man sollte ja nun vermuten, dass diese Lampe in gar keinem Fall einschalten kann, denn die zugehörige Sicherung hat ja ausgelöst. Wenn nun aber der Durchlauferhitzer einschaltet, weil ich Wasser laufen lasse, wird die Lampe eingeschaltet. Das ist deshalb der Fall, weil über diesen Weg und über diese Heizwicklung und auch über diesen Weg und diese Heizwicklung ein Strom über die Lampe zum Neutralleiter abfließen kann. Und damit die Lampe an einer Spannung von etwa 115 Volt liegen wird, wie ich gleich noch näher erläutern werde. Die dritte Heizwicklung liegt an 400 Volt und hat keinen Einfluss auf die Lampe. Nochmal, der Stromweg, der nun über die Lampe führt, geht über diese Sicherung, über diesen Heizleiter, über die Lampe, und eine weitere Möglichkeit für den Strom zum Fließen ist über diese Sicherung, über diese Heizwicklung, ebenfalls über die Lampe. Und das reicht tatsächlich aus in vielen Fällen, je nachdem wie die Widerstandsverhältnisse sind, dass diese Lampe leuchtet. An dieser Stelle sehen wir schon die Gefahren, die auch damit verbunden sind. Wenn ein Elektriker nun sicherstellt, dass diese Sicherung, die zu dieser Lampe führt, abgeschaltet ist, die 5 Sicherheitsregeln einhält, indem er hier Spannungsfreiheit feststellt und das Wiedereinschalten verhindert, kann es nun trotzdem passieren, dass durch das Einschalten eines Durchlauferhitzers, weil man irgendwo Wasser laufen lässt im Gebäude, eine Spannung an dieser Stelle gegenüber Erde besteht. Damit rechnet natürlich keiner. Damit ist diese Situation äußerst gefährlich. Das heißt also für den Elektriker wiederum, dass er in allen Situationen damit rechnen muss, dass die Situation gefährlich werden kann und er sich ein möglichst genaues Bild machen sollte über die Anlage, in der er arbeitet. Und es bleibt natürlich dabei,
dass sämtliche Arbeiten in elektrotechnischen Anlagen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden dürfen. Bevor ich am Ende des Videos auf Gegenmaßnahmen eingehe, zeige ich hier noch einmal die Schaltung, wie wir sie vorhin schon gesehen haben, allerdings als Ersatzschaltbild, damit stark vereinfacht. Man kann sich das am besten vorstellen, indem man sich vorstellt, wie die ursprüngliche Schaltung des Durchlauferhitzers, der ja in Dreieck geschaltet war und keinen Neutralleiteranschluss hatte, einfach gedreht wird und somit der eine Widerstand zwischen L2 und L3 liegt und die beiden anderen Widerstände somit zwischen L2 und L3 in Reihe liegen. Sie sollten sich hier an dieser Stelle selber ein Bild davon machen, warum diese Ersatzschaltung an dieser Stelle richtig ist, dadurch, dass dieser Pfad ausgefallen ist. Der Abgriff zu der Lampe erfolgt nun genau an dieser Stelle zwischen diesen beiden in Reihe geschalteten Widerständen. Welche Spannung nun an dieser Lampe liegt, ist nicht so einfach zu ermitteln. Dazu sind relativ umfangreiche Berechnungen nötig. Es hängt auch stark davon ab, wie groß diese Werte der Widerstände sind und wie groß der Widerstand dieser Lampe ist. Ich habe das Ganze einmal für einen 3,6 kW Durchlauferhitzer durchgerechnet und für eine Lampe, die etwa 100 Watt hat und komme an dieser Stelle auf ungefähr 115 Volt. Das ist also etwa die Spannung, die bei diesen Verhältnissen zu erwarten ist. Machen Sie sich bitte nochmal klar, dass die Lampe im eingeschalteten Zustand ist, die entsprechende Sicherung allerdings ausgelöst hat und nun in dem Fall, wenn ich das Wasser einschalte und der Durchlauferhitzer somit eingeschaltet wird, genau diese 115 Volt an der Lampe liegen, die dann leuchtet, aber auch den Elektriker, der hier arbeitet, damit natürlich sehr stark in Gefahr bringt. Die Gegenmaßnahmen, um das Ganze zu verbessern, sind im Grunde recht einfach. In einem Altbau kann man zum Beispiel schon dadurch eine erhebliche Verbesserung erreichen, dass man den Lampenstromkreis eben nicht von dem Stromkreis abgreift, der auch zu dem Durchlauferhitzer führt, also eine separate Sicherung setzt. Und man sollte bei allen Drehstromverbrauchern für eine allpolige Abschaltung sorgen. Denn man muss auch Folgendes bedenken: Wenn nur ein Außenleiter ausfällt, so wie hier, der Lampenstromkreis nun aber nicht davon betroffen ist, weil er nicht hinter dieser Sicherung liegt, ist es dennoch so, dass nun dieser Drehstromverbraucher keine ordentliche Energieversorgung mehr erfährt. Wie wir eben gesehen haben, ist es dann so, dass diese Heizwicklung noch an 400 Volt liegt, diese beiden Heizwicklungen allerdings in Reihe an 400 Volt liegen, jeweils zwischen L2 und L3. Damit kann der Durchlauferhitzer natürlich keine volle Leistung mehr bringen und er befindet sich im Grunde genommen in einem undefinierten Zustand, von dem man nie so recht weiß, wie er dann am Ende ausgeht. Ich denke, es ist hier nun sehr leicht einzusehen, warum es in alten Anlagen bei unstrukturierten Elektroinstallationen zu sehr merkwürdigen Fehlern kommen kann, warum man Stromkreise möglichst einzeln und übersichtlich absichern sollte und warum es generell ratsam ist, Drehstromverbraucher allpolig abschalten zu lassen und nicht wie hier in diesem Fall über Schmelzsicherungen, wo dann auch eine einzelne Sicherung auslösen kann. Am Ende des Videos möchte ich noch einmal zeigen, wie an dieser Stelle, wenn denn die fehlerhafte Anlage in Betrieb ist, mit der ausgelösten Sicherung die Ströme fließen. Der Stromfluss geht also über den Außenleiter L3, über diese Heizwicklung, über diese Lampe zum Neutralleiter und es gibt einen weiteren Stromweg von L2 aus über diesen Heizleiter, ebenfalls dann über diesen Kontakt zur Lampe hin. Der dritte Heizleiter ist nicht davon betroffen, der liegt nach wie vor voll an 400 Volt. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen diesen Fall gut erläutern, warum dieser merkwürdige Fehler auftreten kann. Ich hoffe, ich konnte Ihnen auch gute Argumente dafür liefern, warum man eine Elektroinstallation sehr übersichtlich gestalten sollte und warum eben Drehstromverbraucher allpolig abgeschaltet werden sollten. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.